Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Film hier aus der Aquarellwerkstatt. Mein Name ist Barbara Hirsekorn und das ist mein YouTube-Kanal rund ums Thema Aquarell. Der kalte Winter mit seinen sanften und leuchtenden Farben ist wie geschaffen für die Umsetzung in der Aquarelltechnik. Heute male ich für euch eine ruhige Flusslandschaft in den letzten Strahlen der untergehenden Sonne. Im Winter draußen zu malen macht mir immer ganz besonders viel Spaß. Wenn man sich warm genug anzieht, dann ist ein schnelles Arbeiten im Skizzenbuch auch bei Temperaturen um den Gefrierpunkt gut möglich. Die Farben des Winters sind oft sanft und besonders leuchtend. Bei ruhigem Winterwetter sind Spiegelungen in Wasserflächen meistens besonders eindrucksvoll. Bevor es jetzt gleich mit dem Malen losgeht, hier an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für eure so zahlreiche und liebevolle Weihnachtspost. Wir hier in der Aquarellwerkstatt haben uns über jeden einzelnen Brief und jedes einzelne Bild sehr gefreut. Vielen, vielen Dank dafür und natürlich auch die besten Wünsche für das neue Jahr. Vor allem Gesundheit und viele schöne, bunte Ideen für neue Bilder und Projekte. Mit dem ersten Aquarell in diesem Jahr starten wir jetzt, wenn du willst. Also los geht's, viel Spaß beim Video. Die Materialien für mein heutiges Motiv sind folgende Farben: Titanweiß, Lasurorange, Jaune Brillant, Ultramarin Feinst von der Firma Schminke, Cadmiumgelb, Cadmiumorange, Neutraltinte, Permanent Alizarin, Kobalttürkis Light von der Firma Winsor Newton, Lavendelblau von Mielo und es fehlt hier auf dem Foto Sienna gebrannt von der Firma Winsor Newton. Ich male auf Büttenpapier der Firma Arche, 300 Gramm Graphit. Das Format ist etwas größer als DIN A4. Rechts seht ihr die Pinsel meiner eigenen Pinselkollektion. Das ist der Eichhörnchenhaarpinsel in der Größe 12, ein Rotmalerhaarpinsel Größe 10, der flache synthetische Auswaschpinsel in der Größe 10, ein synthetischer Rundpinsel in Größe 6 und der Linierer in der Größe 4. Hier seht ihr schon die Skizze für mein heutiges Motiv. Referenzfoto zum Bild und auch meine Skizze bekommen die Unterstützer unseres Kanals per Mail zugesendet. Schau gerne unter dem Video, wenn dich das interessiert. Dort findest du die verschiedenen Möglichkeiten der Unterstützung unserer Arbeit hier auf YouTube. Der Link heißt Steady Deine Unterstützung. Ich beginne auf trockenem Papier mit etwas Jaune Brillant für den Sonnenkranz und füge dann lichter Ocker und ein wenig Permanent Alizarin dazu. Ich möchte keinen harten Rand in der Sonnenform haben, deswegen weiche ich hier mit einem angefeuchteten Pinsel die Kanten ein wenig an. Von oben kommend setze ich eine Farbmischung aus Ultramarinblau und Neutraltinte in den Himmel. Das Blau-Grau und das warme Gelb vermischen sich ganz schön, weil beide Farben relativ nass aufgetragen werden. Mit der Sprühflasche erhöhe ich die Feuchtigkeit auf dem Papier noch einmal, damit sich hier im Himmel ganz weiche Verläufe ergeben. Mit Neutraltinte, Ultramarinblau und auch etwas Sienna gebrannt, dunkle ich den Himmel im oberen Bereich noch etwas ab. Mit dieser Mischung und zusätzlich auch ein wenig Kobalttürkis Light im Pinsel male ich in die noch nasse Himmelsfläche einige Büsche für den Hintergrund. Ich sprühe hier mit der Sprühflasche kurz hinein, so erhält die Fläche gleich eine lockere Struktur. Mit einer deutlich cremigeren Mischung aus Neutraltinte, Ultramarinblau und etwas Sienna gebrannt, auch etwas Lavendelblau kommt noch mit hinein, setze ich jetzt dunklere Büsche in den Vordergrund. Das Papier ist immer noch nass, das heißt, der Pinsel, der jetzt die Farbe aufträgt, sollte ziemlich trocken und mit viel Farbe geladen sein. So bleibt der dunkle Farbauftrag an Ort und Stelle und weiche Ränder entstehen.
Das Schneefeld im Vordergrund lasiere ich mit einer sehr zarten Mischung aus Ultramarinblau und Alizarin-Karmesin. Die Büsche im Bildmittelgrund sind jetzt immer noch feucht und ich spritze ein paar Wassertropfen direkt aus dem Pinsel in die Fläche hinein. So entstehen Strukturen, die fast wie Schneeflocken aussehen. Es geht nun weiter mit der Wasserfläche. Auch hier arbeite ich heute auf trockenem Papier. Direkt unter der Sonne setze ich ein sehr zartes helles Gelb und dunkles an den Rändern mit Lasurorange und auch etwas Sienna gebrannt ab. Mit mehr Sienna gebrannt und Ultramarin in der Mischung schließe ich die Wasserfläche zum rechten Bildrand. Ich freue mich über den weichen Verlauf, der hier in die helle Sonnenspiegelung hineingeht. Ich arbeite jetzt hier mit sehr viel Wasser in der Mischung, gut zu erkennen an dem Wassertropfen am unteren Bildrand. Die weißen Schneeformen auf der Wasseroberfläche spare ich aus. Auch auf der linken Seite male ich die Wasserfläche sehr dunkel. Hier nehme ich etwas Lasurorange und Lavendelblau in die vorherige Mischung mit hinein. Die Spiegelung der hellen Sonne im Wasser soll wirklich sehr hell sein und deshalb hole ich jetzt mit dem Auswaschpinsel die Farbe hier noch einmal heraus. Ein bisschen Cadmiumgelb kommt in den Übergangsbereich, so leuchtet es hier besonders schön. Nun möchte ich die Bäume ausarbeiten. Hier setze ich zunächst einmal mit trockenem Pinsel die ganz kleinen Zweigstrukturen in den Baumkronen auf das Blatt. Dafür halte ich den Pinsel ganz seitlich und bekomme ganz unregelmäßige, abstrakte Formen in diesem Bereich. Die Farbmischung ist jetzt Sienna gebrannt und Ultramarinblau. Ein paar Spritzer mit eben dieser Farbmischung deuten ein paar winterliche Laubblätter an. Ich bleibe jetzt immer bei den Farben Sienna gebrannt und Ultramarinblau und trage ein paar abstrakte Formen in das Schneefeld im Mittelgrund ein. Hier arbeite ich mal mit der Pinselspitze für kleinere Formen im Hintergrund und mal mit dem ganzen Pinselbauch für etwas größere Formen. Die Baumstämme male ich wieder mit Sienna gebrannt und Ultramarinblau, jetzt jedoch mit etwas mehr Pigment im Pinsel. Ich versuche die Farbigkeit ab und an zu variieren, sodass manchmal das Blau und manchmal das Braun in der Mischung überwiegt. Hier in den Ästen direkt vor der Sonne nehme ich etwas mehr Wasser in den Pinsel und auch das Lasurorange kommt jetzt mit hinzu.
Um die ganz kleinen Äste in der Baumkrone zu malen, benutze ich meinen Linierpinsel und eine dünnere Variante der vorherigen Farbmischung. Hier kann ich die Dicke der Äste und Zweige gut variieren, indem ich den Pinsel teilweise aufdrücke, um mit dem Pinselbauch dickere Striche zu ziehen, oder mit der Pinselspitze male, um sehr dünne Zweige darzustellen. Mit einer Mischung aus Ultramarinblau und Permanent Alizarin-Karmesin male ich noch einige Schatten in die Schneefläche. Eine ganz kräftige Mischung aus Sienna gebrannt und Ultramarinblau ergibt die Schatten unter den Schneeformen, und mit der gleichen Mischung male ich dann auch die Spiegelung der Stämme und Zweige im Wasser. Im Bereich der Äste direkt vor der Sonne möchte ich die Gegenlichtsituation noch etwas deutlicher machen. Hier hebe ich die Farbe des Stamms mit einem angefeuchteten Flachpinsel und einem trockenen Tuch wieder ab, sodass eine ganz diffuse Lichtsituation entsteht. Ich intensiviere die Farbigkeit im unteren Bereich der Stämme noch einmal und erhöhe somit den Kontrast in diesem Bereich. Mit dem flachen Synthetikpinsel kann ich nun noch ein paar waagerechte Spiegelungslinien aus der Wasserfläche herausarbeiten. So wird das Wasser noch realistischer und die Illusion einer winterlichen Wasserfläche ist perfekt. Ein wenig Deckweiß direkt aus der Tube bringt den Schnee zum Glänzen. Ich hoffe, dieses Motiv hat dir Freude gemacht und du hast Lust, es jetzt auch mal auszuprobieren. Vielleicht bekommen wir in diesem Winter ja noch ordentlich Schnee. Ich habe jetzt jedenfalls Lust darauf bekommen und freue mich auf die nächsten winterlichen Wochen. Wenn du möchtest, gibt es hier für dich am nächsten Samstag das nächste Video, dann zu einem ganz anderen Aquarellthema. Ich freue mich schon drauf und sage Tschüss, bis dahin.